Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Ja, wir sind zwei Leute von Piranha Bytes und erzählen heute etwas über den heißen Scheiß. Und zwar den nächsten heißen Scheiß, ne? Heißt also, was wir uns wo vorstellen können, ja, was so als nächstes toll ist. Was grinst du so? Was? Entschuldigung. Also es war immer unterschiedlich, was wir damals, was toll war, was im Trend war. Es geht um den Trend. Genau. Ne? Damals, als wir angefangen haben mit Gothic und so, da war im Trend, gerade nach Gothic 1, Zweite Weltkriegsspiele, ja, und Panzer und sowas alles. Das, also du musstest mindestens irgendwie einen Sturzhelm reintun, irgendwelche Maschinengewehre und es musste um Krieg gehen und dann vornehmlich der Zweite Weltkrieg. Das war tatsächlich so. Das heißt also, wenn du mit sowas angekommen bist und ein Konzept dafür hattest, dann hast du auch irgendwie eine ziemlich große Chance gehabt, dass du beim Publisher damit landen konntest. Weil, oh ja, das ist momentan der heiße Scheiß, ja. Und, ja, ich sitze schon wieder auf dem Kabel. Und dann ist das irgendwann, änderten sich so die Trends, und woran ich mich noch erinnern kann, das ist gar nicht so lange her, da war im Trend halt Zombie-Apokalypse. Ne? Vorher noch irgendwie durch Herr der Ringe natürlich Fantasy, Gedöns und so weiter, ne? Da haben sehr viele, da kamen auch sehr viele Filme raus, so wie Der Goldene Kompass und Eragon und parallel dazu auch Harry Potter und so. Da war dieses Fantasy-Thema halt sehr, sehr im Trend. Und auf die Spiele hat das natürlich auch abgefärbt, sag ich jetzt mal. Es gab zu jedem dieser Filme, die ich gerade aufgezählt habe, dann immer eine entsprechende Adaption, eine Umsetzung. Was kam denn dann als nächstes? Ja, auch spielinhaltlich Dinge, ne? Open World zum Beispiel, ne? War früher, sage ich jetzt mal, Seltenheit, ne? Durch Assassin's Creed und andere Spiele, so wie Witcher und Mass Effect und so weiter, gerade im Hinblick auf Rollenspiele, ja, wurde das Thema Open World immer mehr kam immer mehr in den Trend. Und heute ist es halt so, dass so Spiele, die Multiplayer-Spiele wie Battle Royale-Modus und so weiter im Trend sind. Und das färbt 1:1 ab irgendwie auf die Games-Branche. Ja? Das heißt also, dass wenn man Handyspiele, ne, diese Browser-Games waren auch mal eine lange Zeit lang. Das ist so wie, da ist irgendwie die Kohle zu machen und da stürzen sich dann alle drauf. Und momentan scheint es wohl irgendwie der Battle Royale-Modus zu sein. Ne? Was für uns ja nicht in Frage kommt, ne? Was haben wir ja schon mal drüber diskutiert in einer der vorherigen Sendungen, könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Ja, aber was ist denn das nächste? Ja, also kann man von verschiedenen Seiten beleuchten. Erstens, was jeder erwartet, ist natürlich immer mit jeder Generation der nächste Schritt in Sachen Technik. Ja, das ist jetzt das Naheliegendste. Also was an Technik gibt es denn morgen, worauf sich alle stürzen? War zum Beispiel jetzt lange im Thema das Thema VR. Ja, VR ist irgendwie der geile heiße Scheiß irgendwie und morgen spielen alle nur noch mit VR-Brille und wenn die erstmal gut genug sind und wenn die erstmal günstig genug sind, dann macht das jeder. Und war die These lange These. Zeit im Trend. Genau, und jetzt stellen die Leute fest, das sind doch viele Menschen fauler als man meint. Selbst die sich, sagen wir mal, in die Unkosten gestürzt haben, sich eine gute VR-Brille zu kaufen, machen es jetzt nicht jeden Abend unbedingt. Ne? Vielleicht gibt es ein paar Freaks, die das machen und da ordentlich Spaß dran haben oder die keine Kopfschmerzen kriegen nach einer Viertelstunde. Das sind ja auch nicht nur Freaks, ne? Ja? Also es sind ja schon, also wir haben es ja auch, wir sind auch Freaks. Auch Freaks. aber wir sind jetzt auch nicht die breite Masse. Nein, ja? nein. Also insofern... Erstmal ist die Hürde zu nehmen, die Kohle zu investieren. Ne? Überhaupt. Dann muss man sich, also die Kohle muss da sein und dann muss man noch gucken, für welche Plattform will man das denn? Will man es für die Playstation, für die Konsole oder möchte man es gerne Oculus Rift für den PC? Oder da gibt's ja auch noch andere Sachen so, die cool sind, ja. Und was besser oder schlechter ist, das ist je nachdem, wer da der jetzt gerade drauf guckt. Ne? Wir haben uns beispielsweise privat für die Playstation
VR entschieden und es ist halt das, was es ist. Und es hat wirklich dieses, du bist völlig abgeschottet, du bist dann da drin und so, das ist schon geil. Aber es ist anstrengend. Du hast den Motion Sickness oder was auch immer da erwähnt, so, ne? Mir wird schwindelig, ich krieg Kopfschmerzen, ich fange an zu schwitzen, weil mein Körper irgendwie sich dagegen wehrt irgendwie. Ich habe da auch wirklich mal exzessiv ein Spiel gespielt die ganze Zeit. Es ist nichts für mich. Ne? Kommt dazu, dass viele Spiele auch dazu animieren, zu stehen oder zu gehen oder auch am besten noch mit irgendwelchen Motion-Trackern oder wie die Dinger heißen, ja, zu spielen und so weiter. Das ist anstrengend. Und weil du sagst faul, ne? Wir sind auch faul. Wir legen uns lieber den Controller in den Schoß oder sitzen am PC, ja, anstatt irgendwie so eine völlig schwere Brille da auf dem Kopf zu haben und so weiter. Das ist halt so ein Ding. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass diese Dinge sind, wie sie sind. Warum das jetzt nicht irgendwie durch die Decke geht und jeder jetzt VR spielen möchte. Ich könnte mir vorstellen, in ferner Zukunft, wenn man irgendwann mal sich so einen Chip einsetzen kann. In den Kopf. In den Kopf oder so. Ja. Kann das nochmal interessant werden. Aber ich glaube, solange so viele Hürden zu nehmen sind. Das machen aber dann auch wirklich nur Freaks. Na, vielleicht ja dann nicht mehr. Vielleicht ist es ja dann irgendwann mal massenkompatibel. Aber... Der Chip im Kopf. Ja. Ja, okay. Ja, das ist jetzt Zukunftsmusik, ne? Aktuell ist es jedenfalls so, die Hürden sind so hoch, dass die breite Masse sich lieber für was Bequemeres entscheidet. Ja. Ne? Und deswegen kann man, wenn man da schnell genug irgendwie mit am Start ist, schon Geld machen. Aber wenn man jetzt so im Nachhinein irgendwie mit irgendeinem VR-Titel daher plätschert, da ist da eigentlich nicht so viel zu holen mit den aktuellen Geräten, die auf dem Markt sind. Insofern ist das jetzt gerade nicht der heiße Scheiß. Auf den Messen war es ja mal eine Zeit lang. Ja. Ne? Aber mittlerweile ist es so eine Randnotiz. Genau. Ne? Ja. Ja, was denn momentan trotzdem der heiße Scheiß? Kann man ja mal von einer vielleicht von einer anderen Seite betrachten. Multiplayer wurde gerade gesagt, ist momentan ziemlich Sexy. ja Geht für viele. Ist ein Trend, ja. Was unterschiedliche Gründe hat. Erstens die Zugänglichkeit. Ja, hier damals LAN-Party machen war ganz schön anstrengend. Die Rechner hin und her schleppen und so. Heutzutage wer weiß das noch, ne? Hast du da deine Steam-Freunde oder deine, was weiß ich, sonst irgendwas, die ziehen alle nach. Irgendwie Twitch hat jetzt auch schon Spiele im Angebot und solche Sachen. Ja. Und diese Trends, wie zum Beispiel das Streaming an sich, lädt ja auch dazu ein, mit der Community gemeinsam etwas zu machen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, also Community-Spiele im Allgemeinen wäre etwas, das bestimmt noch mal mehr im Kommen ist. Was wäre das konkret? Community-Spiele? Zum Beispiel, normalerweise hast du einen Streamer und einen Chat und der Chat kann interaktiv mitmachen und es gibt schon ein paar Spiele, die das können. Zum Beispiel dieses Ultimate Chicken Horse, ja, da kann der Chat mit verschiedenen Befehlen bestimmen, was im Spiel passiert und unterschiedliche Items mit reinschonen. Von diesen Spielen gibt es noch relativ wenig. Man kann natürlich auch mit verschiedenen Leuten aus der Community spielen, zum Beispiel sowas wie Uno oder sowas wie Montagsmaler, ja, ist momentan ziemlich häufig der Fall. Oder, Begriffe raten und solche Sachen. Gesellschaftsspiele internettauglich machen. Quip Splash heißt das, oder Ganz so, genau, ne? zum Beispiel. Das ist so ein Quiz, wo man interaktiv miteinander spielen kann. Man muss einfach nur eine Internetseite aufrufen und so. Und ein Streamer leitet das Ganze und dann spielt man halt irgendwie so Quizfragen und der die coolste Antwort gegeben hat, wo auch alle dann auch Zuschauer mitmachen können und dann voten können und so weiter. Der kriegt dann die meisten Punkte und so. Ziemlich interessantes Ding. Genau, und da fehlt's noch. Ne? Ja. An mehr Möglichkeiten, cooleren Möglichkeiten, schöneren Möglichkeiten, da gemeinsam mit einer Community Spiele zu spielen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal vielleicht ein Fall für einen heißen Scheiß von morgen. Ja, da gibt es ja auch schon Spiele, wie beispielsweise Dark Souls, ja, dass du tatsächlich im Spiel jemanden fragen kannst aus der Community, ja, oder halt irgendein Spieler, wie geht's dann an dieser Stelle weiter und kannst dir helfen lassen und solche Dinge, ja, solche interaktiven Dinge. Es gibt sehr viele interessante Ansätze, wie man sowas machen kann und so. Und gerade da, wenn so ein Gegner schwierig ist und man rauskriegen muss, wie muss ich denn genau und so weiter, sich dann Tipps zu holen bei Leuten, die im Spiel mit dir kommunizieren, das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Und das finde ich schon ziemlich trendy, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Da wird es wahrscheinlich auch noch mehr geben. Ne?
nebst dieser ganzen MMO-Geschichten, dass man miteinander chatten kann im Spiel und so weiter, wird es sicherlich auch noch mehr Möglichkeiten geben und die Köpfe der Spieleentwickler rauchen, wie man da irgendwie besser mit dem Spieler dann kommunizieren kann und wie die dann untereinander besser vernetzt sind und so weiter. Und es wechseln auch mal die Plattformen. Am Anfang war es irgendwie Teamspeak, ne? Wo man miteinander sprechen konnte und dann gespielt hat und kooperativ und so weiter. Ja, jetzt gibt's mittlerweile so Discord und das wird ja auch immer weiter aufgebaut. Ne? Discord konnte bis vor kurzem noch kein Videobild übertragen. Mittlerweile kann es das, glaube ich. Ne? Und solche Dinge. Das heißt, die arbeiten ja auch ständig an solchen spielbegleitenden Dingern, die irgendwie die Interaktion miteinander fördern übers Internet und so weiter. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die garantiert auch irgendwann in die Spiele übergreifen wird und es so Standard ist, ja, dass man im Spiel mit anderen Leuten da interagieren kann. Ja, auch Twitch hat jetzt angekündigt auf der gerade aktuell stattfindenden TwitchCon, dass die in der Richtung mehr machen wollen und mehr für die Interaktivität der Spieler bieten wollen an Features. Ja. Die bleiben da also alle nicht stehen. Ja, diese Idee oder dieser Trend, den wir gerade beschrieben haben mit Twitch, die kommen eigentlich ursprünglich, da habe ich vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht, von jemandem von Sluggerfly, der bei einer Podiumsdiskussion auf der Art & Games 2018 mit uns diskutiert hat und so. Und ich habe diesen Punkt, sage ich jetzt mal, unterschätzt bisher. Ne? Und die Jungs, die haben mich mehr oder weniger darauf aufmerksam gemacht, dass das tatsächlich irgendetwas ist, wo die Leute irgendwann sich drauf stürzen werden. So, ne? Momentan ist da noch nicht so viel, aber das könnte durchaus passieren. Ja, ne? weil die Leute ständig auf der Suche sind. Ja. Ne? Was sie nehmen können. Also die jungen Leute da drüben, ne, Sluggerfly, die haben schon so Ideen, wie man da hinkommt und so. Und das fand ich sehr interessant. Ja, das könnte tatsächlich passieren. Ist ja alles Kaffeesatzleserei. Das ist genauso mit VR. Wir fanden es irgendwie total geil. Mal irgendwie, wie geil wäre es jetzt ein Holodeck und so. Und heute ist es so, ja, ne, ist ja so wie ins Kino zu gehen, ja. Wer guckt sich einen 3D-Film an? So, ne? Es gibt Menschen, die mögen das, die finden das super, die sagen irgendwie, Avatar war das Geilste, das war dafür gemacht und alles andere ist jetzt irgendwie nur noch und so weiter. Ja, gibt's auch, die dann sagen, ne, ich gucke mir die Filme jetzt nur noch 2D an. Ja, also wie es früher halt war. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ich zum Beispiel. Ja. Obwohl diese gerade diese interaktiven Techniksachen auch an anderen Ebenen immer mehr am Kommen sind. Ja, ich nehme mal zwei andere Beispiele. Damals zu meiner Zeit irgendwie haben wir immer Paintball gespielt. Ja. Und da musste die ganzen Ausrüstungen, anschließend warst du total eingesaut und so, dieser ganze Kram. Und heutzutage gibt es in sehr vielen Städten, auch hier in Essen zum Beispiel, diese Lasertag, ne? Lasertag-Hallen, ja. Wo man sich nicht unbedingt einsauen muss, um das ein ähnliches Spielerlebnis zu haben. Man sollte da nur nicht betrunken reingehen. Dann wird's wirsch. Ich war das nicht. Ich auch nicht. Naja gut, so halb. Ich vermute, es wird in Zukunft auch mehr so Sachen wie Gaming-Kneipen oder so geben. Ne? E-Sports ist total on vogue momentan. In Köln gibt's eine, das Meltdown ist ziemlich cool, ist eine Gamer-Kneipe. Genau, und auch da ist noch Luft nach oben. Also für dieses Publikum... Hier im Ruhrgebiet gibt's sowas noch nicht, ne? Nee. Traut sich noch keiner dran so richtig, ja, ne? Ideen gibt's viele, aber Umsetzung ist noch nicht da. Ja, Luft nach oben. Ne? Ja. Also auch Orte, an denen man sich treffen und zocken und unterhalten oder vielleicht ein E-Sport-Turnier verfolgen kann, ist noch nicht so ganz da. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bald kommt. Gut, das sind ja alles Spinnereien, ne? Oder sag ich mal jetzt kleinere Sachen so, ne? Aber wir haben ja über den heißen Scheiß gesprochen. Wir haben ja darüber gesprochen, wo geht der nächste Trend hin irgendwie, ne? Früher waren zum Beispiel Dungeon Crawler ziemlich sexy für die Leute, ne? Dungeon Crawler, so Ultima Underworld oder diese ganzen diversen Dinge, auch jetzt mal wirklich 3D, wo du halt viele Sachen machen konntest und Ultima Underworld konnte ja so viel. Du konntest tatsächlich Fernkampf machen, du hattest dann eine echte 3D-Welt mit oben, unten, hast du nicht gesehen, dann konntest du Dialoge führen, war das schon sehr, sehr umfangreich, die Features und so weiter, ja, in einem Dungeon, ne, in diesem Abyss oder wie das Ding hieß, ja, wo du tatsächlich irgendwie von oben nach unten und solche Dinge, sowas gibt's heute überhaupt nicht mehr. Es gab mal dieses Ax Fatalis zwischenzeitlich, ne? Eden war auch so ein Ding, ne? Ja? Nee, Project Eden war was anderes. Ach so. Das war was anderes. Ne? Also Ax Fatalis gab's da auch. Die hatten tatsächlich dieses
Prinzip irgendwie angewandt. Ne? Du bist in einen Dungeon geworfen und so und hast eine 3D-Welt und da sind irgendwelche Zivilisationen und so weiter. Und das ist auch so eine Sache. Ist das eine Marktlücke? Ist das keine? Ja, mal so einen richtig geilen Dungeon-Crawler, ohne jetzt hier zu sagen, okay, Diablo ist auch ein Dungeon-Crawler. Aber alles, was Diablo ist eher so ISO-Kram. Ja? Wovon ich rede, ist tatsächlich, du gehst in einen Dungeon und jetzt nicht irgendwie 90-Grad-Dinger, obwohl die auch cool sind, keine Frage, ne? Aber die gibt's eigentlich recht selten. Ja? Ja, das kommt ja auch immer darauf an, die Leute, die sind ja auch sehr nostalgisch. Ich sag immer, es ist alles immer eine Wellenbewegung. Es gibt immer Trends, die ebben dann ab und dann interessiert sie eine Weile kein Mensch mehr und irgendwann kommen die wieder. Ich glaube, solche Sachen, gerade solche Settings oder thematischen Elemente in Spielen sind Wellenbewegungen. Ja, wenn irgendwie letztens irgendwie wegen Jurassic Park die Dinosaurier der heiße Scheiß waren, sind es demnächst vielleicht tatsächlich, ich würde es mir schon fast wünschen, vielleicht die Dungeon Crawler, weil ich da auch echt mal wieder Bock drauf hätte. Ja. Und wenn ein Studio lange sowas macht, ne, wie zum Beispiel Diablo, da sind die Leute auch sauer, wenn die dann was anderes machen. Das ist sehr interessant. Es sei denn, man macht es intelligent und ein bisschen parallel, so wie ich sag mal, Bethesda und Dishonored, ja. Dishonored großartiges Spiel, hat keiner drüber geraged, weil sie ja trotzdem Elder Scrolls machen und Fallout und so, ne? Aber wenn die Leute Angst haben, oh Gott, hören die jetzt damit auf, macht Bethesda jetzt ihr Leben lang nur noch Multiplayer, weil Fallout 76, dann bekommen die Leute Angst, ja? Und dann muss Bethesda sagen, nein, keine Sorge, wir machen auch wieder ein Singleplayer-Spiel. Da haben wir ja selber Bock drauf. Und dann funktioniert das, ne? Du hattest hier noch mehrere Sachen, Crew-Management, ne? Dass man halt Typen irgendwie befehligen kann, dass man die ausstaffieren kann, dass man, also, ne, so Barbie-Puppen, man kann die rekrutieren und so weiter. Genau, ne? richtig. Das auszubauen ist auch noch nicht so häufig der Fall. Nee. Es gibt einige Spiele, die das sehr gut gemacht haben und einige Spiele, die das gar nicht mehr gemacht haben. Ne, der Densen 86, der hat mich darauf gestoßen. Der meint, es fehlen nicht nur solche Sachen, sondern auch Sachen wie, Spiele mit Features für Speedrunner. Fand ich auch ein interessanter Gedanke. Hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht, irgendwie, dass wirklich ein großes Klientel gibt, dass die Spiele speedrunnt und dass denen Features dafür fehlen. Ne? Zum Beispiel, dass das Spiel vernünftig trackt, wie lange man tatsächlich gebraucht hat und das irgendwie auch in-game, dass man es miteinander vergleichen kann und keine externe Tools dafür braucht, um sich miteinander zu vergleichen und solche Sachen. Und viele Spiele bieten das halt nicht an, weil sie vielleicht bisher auch keine große Speedrunner-Community hatten oder solche Sachen, keine Ahnung. Ne? Also Sachen wie Mario oder so, die bieten sich ja dafür an. Genau. Ne? Oder Mega Man, was er jetzt gerade gespielt hat, Mega Man 11. Genau. Aber für uns wäre sowas denkbar. Dafür wären es wahrscheinlich zu wenige, die das dann tatsächlich dann auch machen würden. Ja, ich glaube auch, das sind sehr, sehr wenige, dass sich so ein Feature vielleicht lohnt. Aber es gibt ja Spiele, die tatsächlich so ein Speedrunner-Publikum anziehen, magisch, sag ich jetzt mal. Ja. Und für die wäre das vielleicht tatsächlich was, ne? Ja. Dass es dann beliebter wäre bei den Speedrunnern, wenn du ein Spiel bist, das solche Features anbietet. Kann gut sein. Ja, du hast ja noch Squad-Gaming-Systeme und Story-Puzzler stehen. Es gibt sehr viele Sachen, die tatsächlich irgendwie in den Trend kommen könnten. Ne? Was wäre denn so eure Idee, was als nächstes kommt? So, kann auch sein Settings oder so, Science-Fiction, Zombie-Apokalypse, keine Ahnung. So, ja. Da gibt's ja diverse Dinge. Schreibt mal unten in euren Chat, was ihr so glaubt, was so als nächstes irgendwie so. Das würde mich auch mal interessieren. Ne? Ja. Ja. Wunderbar. Kommen wir zur eine Community-Frage. Genau. Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten, die noch nicht erschienen sind? Ja, Björn, worauf freust du dich denn? Ja, Red Dead Redemption ist ja gerade raus. Ne? Habe ich nur noch nicht gemacht, weil ich noch gerade was anderes spiele. Cyberpunk, ganz vorne mit dabei. Ja, ich auch. Ne? Und dann wird's auch lange ziemlich dunkel. Ne? Last of Us 2. Ja, okay, du hast recht, ja. Habe ich noch nicht lange genug drüber nachgedacht. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Ja, das stimmt. Und hoffe, dass das richtig gut wird. Ja. Denn das möchte ich gerne zocken, wenn es kommt. Worauf freut ihr euch denn? Könnt ihr auch mal unten reinschreiben. Ne? Ja, auch. Worauf freut ihr euch und was ist der nächste heiße Scheiß? Was ist der nächste heiße Scheiß? Genau. Unterscheiden können. So, kommen wir zur Trophy-Box. So, da haben wir aber ganz was Feines. Ja,
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ist deins. Ach so, Und das ist meins. genau. Das sind 2 T-Shirts, ja. Da stehen unsere Namen drauf, ja. Also, wenn du hier mal guckst, da steht mal mein Name drauf. Björn, Piranha Bytes, Elex, ne? Ich habe ein Girly-Shirt. Du hast ein Girly-Shirt, ne? Genau. Hier hinten nochmal. Das sind Shirts, die wir von dem EL Network bekommen haben. Immortal Legends Network, ja. Das ist ein Streamer-Netzwerk, ja, betrieben von diversen Leuten quer über Deutschland verteilt. Ja. Ne? Da gibt's halt so ein paar Leute, die das betreuen und machen und tun und so. Ne? Ist sehr interessant, sich das mal anzugucken, was die da so machen. Und wir haben diese T-Shirts bekommen und sind dann da auch auf der Gamescom 2017 mit rumgelaufen. Da waren wir mit denen auch im Zeltlager und so weiter. Coole Sache, ne? Ja. Weil, wir haben seitdem auch tatsächlich viel mit Streamern zu tun, sind mit denen befreundet und so, ne? Und das ist schon echt eine coole Sache, eine geile Freizeitbeschäftigung auch, ne? Jenny hat mittlerweile auch angefangen, privat zu streamen, ne? Weil es ist schon eine interessante Sache, mit Leuten zu interagieren. Stimmt. Gut, vielen Dank, ja. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche und bleibt uns gewogen. Bis dann. Bis dann. Okay. Ich hoffe, man kann das. Das nennt man Rohrkrepier.